Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor 4000 Jahren in der sengenden Sonne der ägyptischen Wüste. Vor Ihnen erhebt sich ein kolossales Bauwerk aus Kalksteinblöcken, höher als jedes Gebäude, das die Welt bis dahin je gesehen hat. Die große Pyramide von Gizeh, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, ein Grabmal für einen König und ein Symbol der Macht, das unsere Vorstellungskraft bis heute beherrscht. Aber wie wurden diese gewaltigen Monumente erbaut? Wer schuftete Tag für Tag in der unerbittlichen Hitze, um sie zum Leben zu erwecken? Und warum widmete die altägyptische Gesellschaft einen so großen Teil ihrer Ressourcen dem Bau solch monumentaler Gräber? In diesem Film reisen wir zurück in die Welt des alten Ägypten, um die Geschichte der Pyramiden aufzudecken, ihre Ursprünge, die Menschen dahinter und die Geheimnisse, die bis heute ungelöst sind. Die Wurzeln des Pyramidenbaus reichen weit zurück in die früheren Dynastien Ägyptens. Lange vor den großen Pyramiden von Gizeh gab es die Mastabas, flache, rechteckige Gräber, die für die Elite errichtet wurden. Um 2700 antes de Cristo. Christus wurde jedoch ein revolutionärer Schritt von Pharao Djoser unternommen, dessen genialer Architekt Imhotep mehrere Mastabas übereinander stapelte, um die erste Stufenpyramide in Saqqara zu schaffen. Dies markierte den Beginn einer völlig neuen architektonischen Ära. Zur Zeit der 4. Dynastie war der Ehrgeiz der ägyptischen Herrscher ins Unermessliche gewachsen. Pharao Snofru perfektionierte das Pyramidendesign, indem er mit Formen in Meidum, der Knickpyramide und schließlich der Roten Pyramide experimentierte. Der ersten echten Pyramide mit glatten Seiten. Sein Sohn Cheops sollte diesen Ehrgeiz an seine absolute Grenze treiben, als er um 2560 vor Christus den Bau der großen Pyramide von Gizeh in Auftrag gab. Mit einer ursprünglichen Höhe von 146 Metern, erbaut aus über 2,3 Millionen Steinblöcken, wurde sie zu einem der 7 Weltwunder der Antike. Doch diese Pyramiden waren nicht nur Gräber, sie waren tiefgreifende politische und religiöse Statements, die die göttliche Autorität des Pharaos und seine ewige Reise ins Jenseits verkörperten. Die Arbeitskräfte und die Gesellschaft, entgegen dem populären Mythos, wurden die Pyramiden nicht von Sklaven erbaut, sondern von einer riesigen, straff organisierten Belegschaft. Archäologische Entdeckungen haben ganze Arbeiterdörfer in der Nähe von Gizeh freigelegt, in denen Tausende von qualifizierten Arbeitern, Handwerkern und Saisonarbeitern lebten. Sie wurden mit Brot und Bier versorgt, bei Verletzungen gepflegt und im Tod mit eigenen Gräbern geehrt. Diese Arbeiter waren größtenteils Bauern, die während der jährlichen Nilschwämme, als die Felder unter Wasser standen und die landwirtschaftliche Arbeit ruhte, für den Bau rekrutiert wurden. Die Pyramidenprojekte wurden so zu einer einigenden Kraft für das Königreich, die landwirtschaftliche Ausfallzeiten in monumentale Bauleistungen verwandelte. Werkzeuge und Techniken. Aber wie konnte eine Gesellschaft ohne Eisenwerkzeuge oder Räder solch kolossale Bauwerke errichten? Die Arbeiter benutzten Meißel aus Kupfer, Hämmer aus Stein und hölzerne Schlitten. Die riesigen Blöcke wurden über vorbereitete Dämme geschleppt, die durch das Gießen von Wasser auf den Sand geschmiert wurden, um die Reibung zu verringern. Einige wurden mit Booten auf dem Nil transportiert, aus Steinbrüchen, die Hunderte von Kilometern entfernt lagen. Die Präzision der Konstruktion bleibt bis heute erstaunlich. Die Basis der großen Pyramide ist fast perfekt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet und die Steine sind mit unglaublicher Genauigkeit gesetzt. Selbst heutige Ingenieure staunen über das logistische Genie, das hinter dieser Leistung steckt. Religion und Symbolik. Für die Ägypter waren Pyramiden nicht einfach nur Gräber, sie waren heilige Tore zum Jenseits. Ihre dreieckige Form symbolisierte die Strahlen des Sonnengottes Ra, die die Seele des Pharaos auf ihrem Weg in den Himmel leiten sollten. Im Inneren sollten kunstvolle Grabkammern und Gänge den Körper des Königs und seine Schätze für die Ewigkeit schützen. Hieroglyphische Texte beschreiben Rituale, Gesänge und Opfergaben, die das ewige Leben des Herrschers sichern sollten
Der Bau der Pyramide war ein kollektiver Akt der Hingabe, der nicht nur die Unsterblichkeit des Pharaos, sondern auch das kosmische Gleichgewicht, die Ma'at, sicherstellen sollte. Alltagsleben auf der Baustelle. Stellen Sie sich die Geräuschkulisse vor. Das Klingen von Kupferwerkzeugen auf Kalkstein, die Rufe der Vorarbeiter, die ihre Teams anleiten, das Knarren hölzerner Schlitten auf Steinrampen. Die Arbeiter aßen Brot, Zwiebeln und Fisch aus dem Nil. Sie tranken Bier als ihre Hauptquelle der Flüssigkeitszufuhr. Medizinische Befunde an Skeletten zeigen sorgfältig verheilte Knochenbrüche, was auf eine Gesellschaft hindeutet, die in ihre Arbeitskräfte investierte. Das Leben war hart, aber es war nicht hoffnungslos. Die Arbeiter waren stolze Teilnehmer an dem, was sie als heilige Mission betrachteten. Mysterien und Debatten. Dennoch bleiben viele Rätsel ungelöst. Benutzten sie gerade Rampen, spiralförmige Rampen oder interne Gänge, um die Steine nach oben zu bewegen? Wurden die Pyramiden ausschließlich durch manuelle Arbeit errichtet oder entwickelten die Ägypter geniale mechanische Hilfsmittel, die heute in der Geschichte verloren sind? Gelehrte debattieren endlos über diese Fragen. Aber eine Wahrheit bleibt bestehen. Die Pyramiden sind ein unvergängliches Zeugnis für den menschlichen Erfindungsgeist und die Kraft kollektiver Anstrengung. Was wird die Zukunft über die Pyramiden enthüllen? Einige Experten glauben, dass versteckte Hohlräume in der großen Pyramide unentdeckte Kammern enthalten könnten. Andere vermuten, dass digitale Archäologie, Drohnen und künstliche Intelligenz neue Geheimnisse der Konstruktion lüften werden. Gleichzeitig setzt Ägypten die Restaurierung und den Schutz seiner antiken Monumente fort und versucht, das kulturelle Erbe mit der modernen Entwicklung in Einklang zu bringen. So wie die Pyramiden einst die Ewigkeit symbolisierten, fordern sie uns heute heraus, über unser eigenes Vermächtnis nachzudenken. Welche Strukturen, physisch oder kulturell, werden wir zukünftigen Generationen hinterlassen, die sie bestaunen können? Vor 4000 Jahren erreichten die Ägypter das scheinbar Unmögliche. Sie errichteten die größten Steinmonumente der Menschheitsgeschichte. Die Pyramiden waren nicht das Werk von Sklaven, sondern von einem stolzen und organisierten Volk, vereint durch Glauben, Loyalität und eine gemeinsame Vision. Sie stehen heute nicht nur als Gräber für Könige, sondern als ewige Symbole menschlicher Entschlossenheit. Wenn wir auf ihre emporragenden Formen blicken, werden wir an die Frage erinnert, die uns seit Jahrtausenden verfolgt. Wie haben sie das gemacht? Und vielleicht noch wichtiger, warum? Die Antwort liegt nicht nur in Stein und Mörtel, sondern im menschlichen Geist, unserem unendlichen Drang zu erschaffen, zu glauben und über den Tod hinaus zu bestehen.